Und wenn jetzt nur Tom an Sarah interessiert wäre und Sarah auch wirklich zu ihm will? Es ist trotzdem äußerst schwierig. Für einen alleinstehenden Homosexuellen. Felix ist sehr jung, aber alt genug, um die Wahrheit zu verkraften. Was nützt es ihm, wenn er weiß, was für ein Mensch sein Vater ist? Deswegen wird er mir nicht gleich um den Hals fallen. Sie ist eine treue Testerin, von deren Fähigkeiten ich mich gerade überzeugen konnte. Frau Kuppmann, was ist er? Also wenn Tom einen Partner hätte, dann würde seinem Antrag eher entsprechen. Eine Partnerin wäre in jedem Fall noch hilfreicher. Dann brauche ich also eine Frau. Es wäre doch schade um ihr einsames Bett. Das finde ich auch. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Anwalt. Und worauf haben Sie sich spezialisiert? Auf einsame, hübsche Damen. Danke. Und Sie, sagten Sie nicht, Sie vertreten eine Kollegin? Für ein paar Tage, ja. Ansonsten bin ich Chefsekretärin in einer Bank in Bielefeld. Bielefeld soll ja auch eine schöne Stadt sein. Es geht. Viel lieber würde ich natürlich hier leben. Was nicht ist, kann alles noch werden. Du willst, dass ich deine Freundin spiele, damit du Sarah bekommst? So ungefähr. Was Sie da vorhaben, ist Betrug. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ach, das heißt schon Betrug. Wie würden Sie so ein Täuschungsmanöver denn nennen? Eine Notlüge? Wenn das Amt von dieser Notlüge erfährt, dann hat das Konsequenzen für Sie. Und das Kind kommt sofort wieder ins Heim. Ich glaube, Tom hat das eher scherzhaft gemeint. Das hoffe ich. Du solltest dich jedenfalls nicht auf so etwas einlassen. Hm? Keine Sorge. Jedenfalls wissen wir jetzt Bescheid. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber versuchen Sie lieber bitte keine Tricks. Hm? Komm, ich bring dich ihm. Lass nur. Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss. Sorry. Es war eine blöde Idee von mir. Ausgerechnet dich zu fragen. Tut mir leid. Das war doch ohnehin ein Scherz, oder? Naja, als er meinte, dass ich als Single keine Chance habe. Mal abgesehen davon. Das ist illegal. Ja, ich weiß. Ich wollte dich auch nicht überrumpeln. Ich dachte nur, dir liegt was an Sarah. Ja, sicher. Die Kleine ist mir total ans Herz gewachsen. Aber deswegen die Ämter betrügen, das geht nicht. Hätte auch ohne dich gehen können. Nur weil ich eine Pizza will, musst du doch nicht gleich springen. Für dich doch immer. Aber nicht ohne mich. Ja, du klammerst ja ganz schön. Ja, daran musst du dich gewöhnen. Ich will nämlich keine Sekunde mehr ohne dich sein. Ui, da kann ich mich ja auf was gefasst machen. Ich hoffe, du langweilst dich nicht mit mir. Sag mal, wollen wir nicht umdrehen? Nicht ohne meine Pizza. Okay. Was ist denn? Ich weiß auch nicht. Ach, vergiss es. Okay. Dich interessiert es nicht, dass es illegal ist. Es geht nur um Sarah. Schon klar. Aber wie stellst du dir das praktisch vor? Wir zwei als Paar. Das ist doch absurd. Jule, wir wären perfekt. Ja, und außerdem verstehen wir uns viel besser als die meisten echten Paare. Das heißt also, es würde dir nichts ausmachen, diesen Beamten eine Komödie vorzuspielen. Mit Schatzi und allem drum und dran. Traust du mir das etwa nicht zu? Doch schon, aber... Wir wären super zusammen. Und die Wohnung? Wir müssten zusammenziehen. Ach, nur auf dem Papier. Wir sind nicht verheiratet. Aber schon ewig zusammen. Wer soll denn das Gegenteil beweisen? Du bist verrückt. Ja. Und zur Not verloben wir uns halt.
Vorschlag? Ach, Tom, das geht alles nicht. Bitte sieh das ein. Jule, überlegst du noch mal, hm? Sollen wir nicht doch zu Fuß gehen? Zu Fuß? Das Hotel ist ja viel zu weit weg. Naja, aber wenn kein Taxi kommt? Wird gleich wieder eins da sein. Dann muss ich in meinem Zimmer gleich erstmal ein heißes Bad nehmen. Aber das kann ja auch ganz nett sein. Vor allem zu zweit. Lassen Sie mich das mal machen. Was ist? Ach so, Entschuldigung. Danke. Bitte. Ah, na bitte. Wer sagt's denn? Endlich. Gute Fahrt wünsche ich. Wie, kommen Sie nicht mit? Ich habe Sie durch die Dunkelheit begleitet. Ab jetzt kann Ihnen nichts mehr passieren. Und das heiße Bad? Das heiße Bad nehmen Sie lieber alleine. Es gibt nur eine Frau, mit der ich gerne in der Wanne planschen würde. Sie sind es leider nicht. Ciao. Ciao. Mama? 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 Oh, da bist du ja. Hey. Was ist denn? Hast du schlecht geträumt? Was war denn? Ach, weiß ich nicht mehr. Komm mal, hier ist doch vorbei. Hm? Guten Morgen. Guten Morgen, Charlie. Schade, dass Sie mir keine Gesellschaft leisten konnten. Naja, ich habe heute sehr viel zu tun. Könnte ich Sie vielleicht trotzdem zu einem Museumsbesuch überreden? Oh, ich komme hier unmöglich weg. Tja, das ist schade. Ja, tut mir wirklich sehr leid. Ja, dann auf Wiedersehen. Ciao. Und viel Spaß Wie? im Museum. Hallo Charlie. Hallo. Was ist denn mit deinem Verehrer? Dem habe ich gerade einen Korb gegeben. Wieso? Hat er den Test nicht bestanden? Ja, Frau Kuppmann wird jeden Moment hier sein und wenn er mich zusammen mit ihr sähe. Wäre das ein bisschen peinlich. Vor allen Dingen, wenn er dir treu geblieben ist. Wenn. Glaubst du nicht? Hattest du nicht den Eindruck, er sah ein bisschen müde aus? Jetzt wart doch erst mal ab, was sie sagt. So, noch eine Cola? Danke. Weißt du eigentlich, dass niemand so charmant serviert wie du? Oh, danke. Das ist mein Job. Oh nein, dafür machst du das mit viel zu viel Charme. Andi, spar dir deine Kraft lieber fürs Arbeiten, anstatt sie beim Flirten zu verschwenden. Wer flirtet denn? Du, aber nicht besonders gut. Hi, Isabel. Hi. Kaffee. Aha, unbedingt. Kommt sofort. Andi, versuch's doch mal bei Tom. Womit? Andi Lein ist heute in Flirtlaune. Hör nicht auf sie. Was ist das denn da? Ist das nicht ein bisschen klein für dich? Das ist für Jule. Aber das passt dir nie im Leben.
Das verstehst du nicht. Was ist los mit dir? Hast du etwas geraucht? Danke. Bitte. Die Sachen sind für Sarah. Ich denke für Jule. Das ist ein kleiner Trick, damit Jule meine Freundin wird. Du hast wohl was geraucht. Oder stehst du jetzt auf Frauen? Weder noch. Sag mir einfach, ob du die Sachen süß findest oder nicht. Du meinst an Sarah? Ja, an wem denn sonst? Also, was meinst du? Gefällt das Sarah? Ja, ganz bestimmt. Na bitte. Das wollte ich hören. Ich bin zu ihrer Firma gefahren und habe da auf sie gewartet. Aber als sie dann herausgekommen ist, sie war mit einem jungen Mann zusammen, vielleicht ihr Freund. Die beiden wirkten so entspannt. Es war nicht der richtige Moment. Hat Marie Sie denn gesehen? Sie hat in meine Richtung geschaut, aber ob sie mich erkannt hat? Sie hat mich seit 18 Jahren nicht gesehen. Und vor ein paar Wochen im Bistro hat sie mich ja auch nicht erkannt. Also ich an Ihrer Stelle hätte sie angesprochen. Ach, das hat doch alles gar keinen Sinn. Martin hat sie bestimmt auch schon gegen mich aufgehetzt. Vielleicht weiß sie noch gar nicht, dass Sie hier sind. Ach, Felix hat es ihr mit Sicherheit schon erzählt. Und eine Abfuhr von ihr möchte ich mir lieber ersparen. Obwohl ich mir so sehr ihre Nähe wünsche. Bitteschön. Dankeschön. Wo Frau Kuppmann nur bleibt. Womöglich hat er sich mit ihr getroffen. Im Museum. Ich glaube, du siehst Gespenster. Er kann sie doch angerufen haben. Ich konnte ja nicht. Sie kommt bestimmt gleich. Guten Tag, Frau Kuppmann. Guten Tag. Waren wir nicht früher verabredet? Ja, entschuldigen Sie, ich habe im Stau gesteckt. Okay, setzen Sie sich. Danke. Möchten Sie einen Espresso? Gern. Angelo? Ein Espresso, bitte. Und? Nun, Ihr Freund ist schon ein ganz schöner Charmeur. Alle Achtung. Ich muss ihn auch nicht groß überreden, mich zum Hotel zu bringen. Heißt das... Nein, das heißt es nicht. Er ist einfach nur ein Kavalier, der eine Frau nicht allein durch die Dunkelheit gehen lässt. Er ist eben gut erzogen. Danke. Haben Sie ihm denn keine Avancen gemacht? Oh, ziemlich direkte sogar. Und ich dachte auch, er weist an. Aber dann hat er mich nur in ein Taxi gesetzt. Es war also nichts? Nein. Der Mann ist absolut treu. Dabei war mein Angebot sehr verlockend. Ich wollte ihn zu einem heißen Bad überreden. Und die Nächte sind ja auch kalt. Ja, er ließ sich aber nicht dazu bringen. Er meinte nämlich, dass er im Moment nur mit einer einzigen Frau planschen würde. Aber nicht mit mir. Sie können also ganz beruhigt sein. Siehst du? Ich hab's ja gewusst. So, 2 O-Saft. Danke. Du hast sie allein ins Hotel gehen lassen. Bist du wahnsinnig? Ich hatte meine Gründe. Gründe, ja? Warum schnappst du sie mir erst weg, wenn du dann doch kneifst? Das gibt's doch gar nicht. Sie hatte überhaupt kein Interesse an dir. Ich hätte schon was klar gemacht. Das mag sein. Ich musste mich zurückhalten. Wahrscheinlich wollte sie gar nicht und du erzählst mir hier nur was. Und ob sie wollte. In die Badewanne wollte sie mich einladen. Aber zum Glück bin ich noch mal draufgekommen, dass sie öfters im Schneiders verkehrt. Ich habe sie da noch nie gesehen. Die sind aus dem Schneiders. Und es sind ihre. Und es könnte gut sein, dass sie sogar eine Freundin von Charlie ist. Man kann es mit der Vorsicht auch übertreiben. Hör mal, ich will nicht riskieren, dass ich mir in letzter Minute alles bei Charlie verderbe. Was denn verderben? Besonders weit bist du nicht bei ihr gekommen. Ich weiß. Heute Morgen war sie besonders reizend. Dafür hast du diese scharfe Sekretärin sausen lassen. Jetzt reite nicht so drauf rum. Weil du dich selbst genug ärgerst? Unsinn! Oh doch, das sehe ich dir doch an. Du bist sauer, dass dir die Kleine durch die Lappen gegangen ist. Wenn Charlie anbeißen würde, dann wüsste ich wenigstens wofür. Aber so. Bist du ganz umsonst brav gewesen. Tja, mein Lieber, das nenne ich Pech. Wenn sie das nächste Mal ins Schneiders kommt, gehört sie mir. Findest du mein Kleid? Sehr hübsch. Wir waren gerade in der Nähe. Dachten wir schauen mal rein. Ja, kommt rein. Die habe ich von Tom. Oh, ist die niedlich. Ich habe
gerade einen Tee gemacht. Magst du auch einen? Mhm, gern. Wieso konntest du denn Sarah abholen? Musst du irgendwo mit ihr hin? Nee, der Heimleiter hat mal eine Ausnahme gemacht. Er weiß doch, wie gerne wir beide mit Sarah zusammen sind. Und da hast du ihm gesagt, dass ihr mich besuchen kommt? Wieso fragst du? Weil du eben gesagt hast, ihr wärt ganz zufällig in der Gegend. Ach so. Nee. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns vielleicht sehen nachher. So. Wie findest du jetzt ihr Kleid? Sehr niedlich. Genauso wollte mich meine Omi früher auch mal sehen. Mit Kleidchen und mit Spänkchen im Haar. Das gefällt dir nicht. Doch. Ich bin ganz hin und weg, so niedlich sieht sie aus. Aber das war ja wohl auch das Ziel eures zufälligen Besuches. Hallo, Marie. Hallo. Hallo. Wenn du möchtest, können wir gleich zusammen einen Kaffee trinken. Ach, danke, ich wollte eigentlich nur was mit Martin besprechen. Ach so. Später vielleicht. Gut. Bitte halt mich jetzt nicht für überdreht. Wieso? Worum geht es denn? Ich hatte gestern ein seltsames Erlebnis. Es war fast unheimlich. Ja, und was heißt das? Ich war gestern auf der Straße von meinem Büro. Und da war mir, als hätte ich eine Frau gesehen. Was ist daran so ungewöhnlich? Ich meine, Diese Frau sah aus wie Silvia. Ich hatte danach einen merkwürdigen Traum. Ja, du denkst jetzt sicher, ich spinne, aber diese Frau sah Silvia wirklich ähnlich. Ja, das war es eigentlich auch schon. Was sollst du dazu auch sagen? Moment, Marie. Bei dieser Frau könnte es sich tatsächlich um Silvia gehandelt haben. Was? Ja, denn deine Mutter ist in Düsseldorf. Schon eine ganze Weile. Du magst sie doch auch, oder? Würdest du dich nicht gern um sie kümmern? Darum geht's doch überhaupt nicht. Sondern? Es gibt so viele rechtliche Probleme. Abgesehen davon, dass wir nicht zusammen sind. Wer soll uns das beweisen? Wir haben 2 getrennte Wohnungen. Ja, mein Gott, dann ziehen wir halt zusammen. Offiziell. Die werden das überprüfen. Und wenn ich dann nicht da bin? Wäre es denn so schlimm, wenn wir wirklich zusammen wohnen würden? Für eine Weile jedenfalls. Nein, aber Aber was? es ist doch nicht nur die Wohnung. Die werden uns genauestens unter die Lupe nehmen. Hätten wir überhaupt eine Chance? Ja, als Paar ganz bestimmt. Jule, ich bin Arzt. Ich verdiene gut. Wir passen genau ins Raster. Aber es wäre nicht ehrlich. Aber wir schaden doch niemandem. Und Sarah hätte endlich ein richtiges Zuhause. Dann machst du also mit? Das habe ich nicht gesagt. Och, Jule, du willst es doch auch, hm? Tom, ich überlege mir das alles nochmal. Aber ich kann dir nichts versprechen. Okay. Ich will dich zu nichts drängen. Ach, nee, überhaupt nicht. Was macht eine Frau wie du eigentlich, wenn sie nicht hier arbeitet? Oh, das ist ein Geheimnis dieser Frau. Ich hätte Lust, das Geheimnis zu lüften. Danke. Oh, ich glaube, dass wir sie aber lieber für sich behalten. Schade. Tschüss. Ja. Charlie. Ja, natürlich habe ich Zeit. Wollen wir was essen gehen, was trinken gehen, am Rhein spazieren gehen? Ja, wieso nicht? Ja gut, ich hole sie ab. Bis gleich. Ciao. Und? Wie es aussieht, haben meine Methoden etwas mehr Erfolg als deine. Wenn ich wollte, würde ich schon was klar machen mit dir. Sie hat mich zu einem Spaziergang eingeladen. Klingt aufregend. Ja? Es könnte ein Anfang sein. Hier die Fortsetzung eurer spannenden Gespräche über Kunst und Kultur. Was dagegen? Lukas, kapierst du es nicht? Mehr als Spaziergänge sind bei dir nicht drin. Das mit der High Society kannst du vergessen. Red kein Quatsch. Wenn sie noch nicht mal mehr mit dir ausgehen will, du bist ihr nicht gut genug. Vergiss die Alte. Es gibt bessere. Warum hast
hast du mir nichts davon erzählt. Ich weiß es doch auch noch nicht lange. Ja, aber länger als ich. Du, es war auch für mich ein Schock, dass sie hier ist. Es tut mir leid, ich hätte dich natürlich gleich informieren müssen. Was will sie überhaupt hier? Eigentlich wollte sie nur ihre Filmstudios verkaufen. Und dann ist sie Felix begegnet. Felix? Ja. Ach, dann ist sie diese Frau Jones, von der er immer geschwärmt hat. Ja. Seinetwegen ist sie wohl hier geblieben. Wer weiß er denn, wer sie ist? Auch erst seit kurzem. Ich weiß, ich hätte mit euch beiden viel früher darüber reden müssen, aber als Felix mir von ihr erzählte, da ahnte ich ja auch noch nichts davon. Bis du sie gesehen hast. Ja. Siehst du, ich wusste, dass du so darauf reagieren würdest. Deswegen hast du es mir gar nicht erzählt. Aber ich bin kein Kleinkind mehr, dem man die Wahrheit verschweigen muss. Es tut mir leid. Wie wirst du jetzt damit umgehen? Ach, was weiß ich habe keine Ahnung. Ich fahr jetzt zurück ins Büro. Ich muss in Ruhe nachdenken. Guten Abend. Und der Spaziergang geht wirklich nur an den Rhein? Wer weiß. Möchten Sie etwas trinken? Gerne. Oh, eine kleine Stärkung für den langen Marsch. Ganz bestimmt nicht. Essen können wir später. Viel später. Frau Weinbach ruft Sie zurück, sobald sie hier ist. Ich weiß nicht, ob das heute sein wird. Ja, Tut mir leid. geht's nicht immer Moment, weiter. ich komme gleich, okay? Ja? Alles klar. Okay, danke schön. Wiederhören. Oh, ich krieg hier gleich die Krise. Marie, gut, dass du da bist. Könntest du bitte sofort diese Verträge unterschreiben? Die müssen heute noch raus. Okay, ich kümmere mich drum. Marie, bitte erst die Verträge, okay? Ja, klar. Was machen Sie denn hier? Guten Abend, Marie.